Hallo, da bin ich wieder. Eben noch ID und jetzt Verteilerschranktechnik. Ich darf heute stellvertretend für das Dachteam Ihnen die neuen Flex Fusion Verteilerschränke vorstellen. Wir haben gegenüber der bisherigen S-Type-Serie gewisse Veränderungen, Verbesserungen vorgenommen, was dazu führen soll, dass die Verteilerschränke leichter konfigurierbar sind und für Sie auch flexibler und modularer in der Handhabung. Woran wir das festmachen, das werde ich jetzt gleich im Einzelnen erklären. Das Erste, was auffällt, ist, dass wir vorher ca. 65% Durchlass hatten und jetzt mit 80% Durchlass der Türen dementsprechend daherkommen. Auch war die Tür des entsprechenden S-Type-Verteilerschranks gewölbt, während diese Tür jetzt entsprechend absolut gerade ist. Dieser Schrank soll die S-Type-Serie über kurz oder lang entsprechend ersetzen, weil ich dort einfach sehr viel mehr Möglichkeiten habe als in der Vergangenheit mit der S-Type-Serie. Wir haben erhöht die statische Belastung. Wir sind jetzt bei 1591 Kilogramm. Und können dementsprechend auch, wenn der Verteilerschrank noch bewegt werden soll, mit 1136 Kilogramm operieren. Man sieht hier sehr schön einen Türgriff. Das wäre jetzt im Prinzip der Standard-Türgriff mit Schlossverriegelung. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, diesen Türgriff zu tauschen gegen ein Zahlenschloss, dreistellig, oder wir greifen auf eine elektronische Türgriff-Variante zurück mit Kartenleser in Kombination mit einem Feuchtigkeitssensor oder einem Kartenleser in Verbindung mit Feuchtigkeitssensor und einem zusätzlichen Zahlenschloss für die Zwei-Wege-Authentifizierung. Jetzt bin ich kurz raus. Darüber hinaus hat man im Bereich der Seitenwände nicht mehr eine durchgehende Seitenwand, sondern die Seitenwand geteilt. Was es zum Beispiel mir, der vielleicht nicht ganz so kräftig ist, es ermöglicht, die Seitenwände auch relativ einfach herauszunehmen. Vom Gewicht also absolut händelbar. Des Weiteren haben wir diese Griffe. Damit lassen sich die Wände auch sehr viel einfacher anheben. Nun haben wir einen ersten Blick in den Verteilerschrank hinein. Und erstmal ist nichts Außergewöhnliches, weil es ist halt ein Verteilerschrank. Wenn wir uns aber jetzt die vordere Front anschauen, dann wird auffallen, dass wir nun die Möglichkeit haben, diese vordere Front frei zu verschieben. Wir können also mit dem Schrank definieren, soll er ein Serververteilerschrank werden. Dann haben wir entsprechend die 19 Zoll Raster bis ganz nach vorne gezogen. Oder soll es ein Netzwerkschrank sein, die Applikation, so wie ich sie jetzt dargestellt habe. Das heißt, wir versetzen das 19 Zoll Raster nach hinten und haben jetzt hier die Möglichkeit, Kabelfinger einzusetzen. Kabelfinger, die es ermöglichen, in Verbindung mit gewinkelten Paneln, die Patchkabel aus der horizontalen in die vertikale an den Switch direkt heranzuführen. Wir sparen uns also das Kabelmanagement. Wie verschiebe ich dementsprechend die Seitenpanel? Ich brauche eine Ratsche, 13er Schlüssel, und habe in dem Verteilerschrank dann entsprechende Schrauben, die ich lösen muss. Einmal oben, einmal Mitte, einmal unten, und dann kann ich das 19 Zoll Raster entsprechend hin und her bewegen. Des Weiteren haben wir in dem vertikalen Blindpanel, welches dafür zuständig ist, Kalt- und Warmgang voneinander zu trennen, Auslässe mit einer Höheneinheit. Das dient dazu, in diesem Bereich die Blende abzunehmen und durch Komponenten ein HE entsprechend aufzufüllen. Und da gibt es die verschiedensten Anwendungsfälle.
Es könnte dort ein Patchpanel eingebaut werden. Es könnten dort dementsprechend Bürstenleisten eingebaut werden und Anschlüsse, die von vorne nach hinten laufen, dementsprechend geführt werden. Darüber hinaus haben wir noch sogenannte vertikale Abfangschienen. Diese vertikalen Abfangschienen werden sich ungefähr dort befinden. Das Bild bitte. Vertikale Abfangschienen befinden, wo jetzt das hintere 19 Zoll Raster steht. Und die sind zweigeteilt. Das heißt, ich habe einmal einen Strang von oben bis Mitte und einmal einen Strang von unten bis an den Boden. Sie können das sehr schön im Bild 1 sehen. Da ist das Ganze von oben nach unten gezogen. Und dann im Bild 2 dargestellt, wie dort mit D-Ringen oder mit L-Ringen gearbeitet werden kann, um dann dementsprechend die Kabel an die Patchpanel heranzuführen. Die Zweiteilung sieht man in Bild 3. Da sind im Prinzip die beiden vertikalen Kabelmanagement-Panel versetzt, sodass ich also auch die Möglichkeit habe, gegebenenfalls, wie im Bild 4 dargestellt, 3 halbe Kabelmanager unten zu haben und entsprechend meine Kabel im unteren Bereich an die Patchpanel oder an die Geräte heranzuführen und dann einen Kabelmanager komplett von oben nach unten zu haben, um die oberen Panel dementsprechend zu versorgen. Danke. Darüber hinaus haben wir im hinteren Bereich die PDU-Halter, einmal oben, einmal unten. Und bei diesem PDU-Halter gibt es ein kleines Knopfhoff. Hier gibt es kleine Spangen. Und diese Spangen sorgen dafür, dass wenn ich den PDU-Halter platziere, der erstmal in Position gehalten wird, damit ich dann mittels einer Schraube den PDU-Halter so fixieren kann, dass er auch die Last einer PDU oder gegebenenfalls zweier PDUs sauber aufnehmen kann. Im Dachbereich haben wir verschiedene Auslässe. Das, was man typischerweise schon kennt, sind diese Auslässe, die mit entsprechenden Coolboots versehen werden können. Diese Coolboots sind Ledersäcke, die oben in dem Eingang aufgesetzt werden und dann zu 99% das Kabel umschließen und damit entsprechend abdichten. Wenn man das nicht möchte oder die Anforderung nicht da ist, können wir aber auch mit den Standard-Bürstenleisten arbeiten. Auch hier können wir entsprechende Kabel einfach durchführen. Nachteil einer Bürstenleiste, sie ist nie so dicht, wie ein Coolboot sein kann. Also gerade wenn man dann energieeffizient arbeiten will, was die Klimatisierung betrifft, bitte immer Coolboots nehmen. Ein weiteres Feature, was wir eingebaut haben, ist diese Klappe. Die ist normalerweise verriegelt, das habe ich schon entriegelt. Und diese Klappe ist dafür gedacht, dass ich die dicken Stecker von PDUs dementsprechend hier durchführen kann, um dann dementsprechend die PDU auch hier von oben nach unten zu platzieren. Darüber hinaus hat der FlexFusion-Verteilerschrank die integrierte Erdungsfunktion. Das heißt, jedes Bauteil, Vordertür, Rücktür oder Seitenwände, werden automatisch geerdet. Dafür gibt es entsprechende Punkte, in denen blanke Metallteile eingesetzt werden und damit eine erdschlüssige Verbindung herstellen. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich den Verteilerschrank erden. Und dafür gibt es unten 2 Erdungspunkte. Das ist einmal hier in diesem Bereich. Da ist das Erdungszeichen. Und gegenüber ist dementsprechend die gleiche Stelle nochmal. Was auffällt, Panduit favorisiert immer die Erdung mit einem Doppelloch-Kabelschuh, um zu gewährleisten, dass eine feste Verbindung hergestellt wurde.
Sensoren. Wann immer ich in großen Datacentern ein oder mehrere Pods betreibe, möchte ich wissen, wie es um den Zustand meiner Verteilerschränke steht. Zum einen möchte ich wissen, sind meine Türen verschlossen? Ja, nein. Zum zweiten möchte ich wissen, wie ist die Luftfeuchtigkeit in dem Raum? Zum dritten möchte ich wissen, wie ist die Temperatur entsprechend in dem Raum? Wir haben im Bereich der Vordertür als auch im Bereich des Verteilerschrankes alles so weit vorbereitet, dass wir eine entsprechende Verkabelung einfach durchführen können. Darüber hinaus können wir aber dem Rechnung tragen, dass Kunden heute Verteilerschränke wünschen, die schon komplett vorkonfiguriert sind. Das heißt, wir können diesen Verteilerschrank definieren als 42, 45, 48 oder 51 HE. Wir können definieren, dass wir sagen, der Verteilerschrank soll weiß sein oder der Verteilerschrank soll schwarz sein. Wenn wir über weiße Verteilerschränke sprechen, heißt das aber auch, dass das komplette Innenleben weiß ist. Darüber hinaus können wir definieren, welche Tiefe haben wir, 1070 mm oder 1200 mm. Und wir können natürlich auch die Breite definieren. Wir können sagen 600er Verteilerschränke, 700er Verteilerschränke, 800er Verteilerschränke. Und dann kommen wir zu weiteren Optionen, die da sein können. Möchte ich diese Kabelfinger haben? Wenn ja, möchte ich sie kurz haben oder lang haben? Möchte ich sie nur vorne haben oder möchte ich sie vorne und hinten haben? Weil, Applikationsbeispiel, Patchkabel über die Kabelfinger zu den Seiten geführt, kann ich natürlich im hinteren Bereich auch mit den entsprechenden Stromkabeln machen für die PDU. Das heißt, auch hier kann ich gewährleisten, dass ich eine saubere Verkabelung habe. Dann kann ich natürlich auch definieren, möchte ich Seitenpanel haben? Wenn ja, beide Seiten oder gar keine Panel oder nur die linke Seite oder nur die rechte Seite. Ich kann definieren, möchte ich einen Rollensatz haben? Soll der Verteilerschrank also gerollt werden können oder soll er dementsprechend statisch stehen können? Vorhin hatte ich über das Thema Coolboots gesprochen, Dachöffnungen. Hier ist zu definieren, möchte ich Bürstenleiste haben oder möchte ich diese Auslässer haben, die dann dementsprechend mit einem Coolboot bestückt werden können. Und darüber hinaus, das ist das, was ich eben mit der Sensorik ansprach, PDU. Möchten Sie eine PDU? Möchten Sie zwei PDUs? Möchten Sie entsprechend die Feuchtigkeitssensoren abgebildet haben? Möchten Sie entsprechenden elektronischen Kartenleser haben? Und möchten Sie entsprechende Temperatursensoren haben? Das heißt, wenn all diese Punkte dementsprechend durch Sie definiert wurden, können wir in einem elektronischen Tool diese Sachen anklicken und bekommen hinterher eine fertige Partnummer, mit der Sie diesen für Sie konfigurierten Verteilerschrank bestellen können. Damit wäre ich im Grunde genommen am Ende. Ich meine, alles zu diesem Verteilerschrank erwähnt zu haben, was es gibt. Weit zur offenen Tür, das war noch ein Punkt, den ich nicht erwähnt habe. Das heißt, wir können wirklich diese Tür fast zu 180 Grad öffnen. Wie gesagt, damit wäre ich am Ende und hoffe, dass wir jetzt Fragen haben. Wir haben keine Fragen. Aktuell noch nicht. Okay, dann denke ich mir eine Frage aus. Es wird auf jeden Fall die Frage kommen. Kunden haben eine existente Basis von S-Type und N-Type Verteilerschränken. Kann ich das Ganze miteinander kombinieren und harmonisiert das? Nein. Wir haben natürlich zwar die gleiche Farbe, wenn wir in den Bereich Weiß hineinschauen oder in den Bereich Schwarz hineinschauen, aber wir haben eine andere Tür. Das heißt, jedem Kunden wird sofort auffallen, aha, das ist ein N-Type-Schrank, das ist ein S-Type-Schrank der alten Generation und das ist ein entsprechender Flex-Fusion-Schrank. Nichtsdestoweniger trotz haben Sie natürlich mit diesem Verteilerschrank die Möglichkeit, universell zu agieren. Das heißt, wenn eine existente Plattform von N-Type und S-Type Verteilerschränken, Netzwerk und Serververteilerschränken existiert, können Sie
dort entsprechend einen weiteren Pod aufbauen, dann entsprechend mit Flex Fusion Verteilerschränken und über die Stellung der vorderen 19 Zoll Ebene definieren, soll es ein entsprechender Serverschrank werden oder soll es ein entsprechender Netzwerkverteilerschrank werden. Frage? Ja, jetzt ist eine Frage reingekommen und zwar, wie sieht ein Coolboot aus? Okay, das wird schwierig. Das kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil ich keinen da habe. Aber ich würde dann gerne die Frage aufnehmen. Oder haben wir? Patrick, kannst du mal bitte eben reingucken? Da hängt ein Coolboot. Geht der da raus? Der ist verschraubt. Okay. Nee, dann kann ich es leider nicht zeigen. Dann würde ich entsprechendes Bildmaterial dem Kunden gerne zur Verfügung stellen. Ich gebe dir die Kontaktdaten gleich weiter. Prima. Ja, weitere Fragen kommen scheinbar nicht. Ah ja, ich sehe, der Kameramann ist zu diesem Coolboot hingegangen. Sie sehen, das ist natürlich ein recht großer Coolboot. Das müsste ein 12 mal 8 Zoll sein. Wir würden natürlich hier 3 mal 1,5 Zoll verwenden, aber die Coolboots sehen zumindest genauso aus. Sie müssen sich einen Coolboot so vorstellen, dass er im Prinzip nicht geteilt ist. Er ist an einer Seite eingeschnitten und kann im Prinzip um einen Kabelbaum herumgelegt werden und wird dann mit der Manschette an dem Coolboot dicht gemacht. Und dann haben wir ein weiteres Klettband oben, was um die Manschette herumgezogen werden kann. Und dadurch schaffen wir es wirklich, eine 99-prozentige Dichtigkeit entsprechend herzustellen. Datacenter-Anwender haben ganz, ganz großes Interesse daran, möglichst wenig kalte Luft zu verplempern. Denn kalte Luft, die ungenutzt bleibt, verschwendet Energie. Und da wir alle den grünen Gedanken mittlerweile leben, ist dieses ein hervorragendes Produkt, um dementsprechend den Airflow dementsprechend zu optimieren und die kalte Luft entsprechend besser zu nutzen. Ja, keine weiteren Fragen reingekommen. Entweder sind die Leute total erschlagen oder ich weiß auch nicht. Ich darf mich auf jeden Fall bedanken. Bin froh, dass ich jetzt den zweiten Vortrag auch durch habe. Aber ich danke Ihnen für die Ehre, hier stehen zu dürfen und das Dachteam dementsprechend zu vertreten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.